Gestern noch an jeder Straßenecke, heute komplett verschwunden. Es gibt Fahrzeuge, Oldtimer, die nicht zu Oldtimern werden, ganz einfach, weil keine übrig bleiben, weil sie aussterben. Über die Gründe wollen wir hier sprechen bei der roten Liste der Allerweltsautos. Wunderbar. Mit diesem Tresorton beginnt die Oberklasse, auch wenn es nur der 200D ist. Das ist damals die große Wanderdüne im Mercedes-Programm der 70er Jahre. Ja, 55 PS Treffen auf 1,4 Tonnen Leergewicht. Aber er läuft und läuft und läuft. Deshalb lieben ihn die Taxifahrer, die Landwirte und alle, die ihn mit Heizöl fahren, was damals gar nicht so wenige sind. Er läuft trotzdem, er läuft in dritter, vierter und fünfter Hand. Irgendwann hält er ganze Öko-WGs am Laufen. Ja, 500.000, 600.000 Kilometer mit einem Motor sind kein Problem. Natürlich auch mit dem vierten oder fünften Überzugsschweller. Und genau ist das Problem. Deshalb sind auch kaum noch welche da. Und deshalb ist ein 200D-8 in diesem schönen Zustand heute eine echte Rarität. Ja, das weiße große Lenkrad ist natürlich typisch Mercedes-8. Ja, wir schreiben die 60er und die frühen 70er Jahre, aber das ist echt ein Überbleibsel der 50er. Es gibt auch noch dieses wunderbare Ritsch-Ratsch-Klick-Schiebedach, das sich hier mit Drehen und nach hinten ziehen öffnen lässt. Das ist ganz großartig. Und wer den Mercedes-8 kennt, den Diesel, der weiß, dass man den nicht einfach anlässt, sondern in einer Vorglühzeremonie langsam ins Leben holt. Und das geht so, dass man also hier tatsächlich am Starterzug zieht und dann wartet, dass der Leuchtwendel hinter dem verchromten Salzstreuer hier kirschrot glüht und dann reißt man ihn an. Das mache ich natürlich nicht, weil sonst schmeißen sie mich hier aus den Messerhallen und ich komme nie wieder rein. Aber tatsächlich lassen sich damit ganze Wohnstraßen aufwecken. Es ist also ein sehr herbes Vergnügen, aber auch ein dauerhaftes, weil es gibt tatsächlich, glaube ich, kein durableres Auto der 70er Jahre als den Mercedes-8 mit 55 oder 60 PS. Ja, später gab es dann den 240D 3.0, der hatte 80 PS, der galt schon als Renndiesel. Hier wird man sich tatsächlich darauf einstellen müssen, Reisetempo 110, 120, aber man kommt an sein Ziel und zwar mit einer tiefen Entspanntheit, die den Strich 8 als Diesel wirklich bis heute zum ganz besonderen Auto macht. Da haben wir ihn, den OM 615, OM für Ölmotor. Ja, 55 PS, wirklich das dauerhafteste Eisen, das die deutsche Automobilindustrie damals zu bieten hat. Unzerstörbarer Motor. Weniger dauerhaft war leider die Karosserie des Mercedes-8. Ich hatte damals 6 Stück davon. Ich erinnere mich, bei jeder Fahrt zum TÜV fuhr die Angst mit. Ich habe dann irgendwann meine Freundin im Minirock zum TÜV geschickt, in der Hoffnung, dass sie dann ein bisschen mehr Gnade haben. Aber tolle Erinnerung an ein Auto, das einem wirklich für ganz, ganz kleines Geld durch die ganze Welt getragen hat. Wunderbar. Wer heute so einen hat, der ist noch immer langstreckentauglich dabei. Toller Wagen. Jetzt bin ich aber echt geblättet. Und zwar nicht nur von der psychedelischen Farbe des Fiestas, sondern vom Zustand. Hier hat jemand wirklich eine besser als Neu-Restaurierung realisiert. Ich weiß nicht, ob er ab Werk jemals so gut lackiert war und das bei einem kleinen Wegwerfauto der 70er Jahre. Der Fiesta war natürlich ein modernes Auto und auch ein schickes Auto zu seiner Zeit, aber auch eines, das von Fahranfänger zu Fahranfänger zu Fahranfänger durchgereicht wurde und einfach irgendwann entsorgt wurde. 1 Million dieser Fiesta 1 hat es gegeben zwischen 1976 und 1983. Es wird eine kleine dreistellige Zahl, die übrig geblieben sind. Und das hier ist wahrscheinlich der allerbeste von allen. Ja, aus heutiger Sicht ist es unglaublich. Der Fiesta ist nur ein kleines bisschen länger als 3,50 Meter und nur ein kleines bisschen schwerer als 700 Kilogramm. Aber als er im Mai 1976 auf den Markt kommt, gilt er als eine 5-sitzige Limousine. Und tatsächlich, wenn man sich ein bisschen beschränkt, dann geht es da hinten auch. Und es zeigt natürlich, wie toll die Raumökonomie bei vielen Kleinwagen der 70er Jahre war. Deshalb ist der Fiesta nicht nur ein interessanter Klassiker, sondern auch eine ziemlich interessante und intelligente Antwort auf die Frage, wie viel Auto der Mensch eigentlich braucht. Aber um die Antwort geben zu können, muss man erst mal einen finden. Und das wird heute verdammt schwer, speziell in diesem perfekten Zustand.
Das ist der absolute Hammer. Also ich fühle mich wie in der Kanzel des Hochgeschwindigkeitszugs TGW, aber ich sitze natürlich im Renault Espace aus den frühen 80er Jahren und habe das sichere Gefühl, dass die Zukunft begonnen hat, nämlich die Zukunft des Familienautos. Und so war es ja damals auch, als der Espace 1984 erschienen ist. Größere Familien hatten die Wahl aus größeren Kombis. Da wurde dann Peugeot 504 Break gekauft oder auch ein Citroën CX oder ein großer Volvo oder dann gleich ein VW-Bus. Aber die Spielart des Minivans war ja vollkommen neu. Und da war der Renault Espace wirklich eine bahnbrechende Neuigkeit zu dieser Zeit. Wirklich mit 7 Sitzen, davon 5 einzeln rausnehmbar, mit einer Kunststoffkarosserie auf einem Stahlskelett. Das Auto war also gleichzeitig groß und geräumig und leicht, nämlich nur 1200 Kilogramm schwer und damit auch durchaus schnell. Also echt die eierlegende Wollmilchsau. Und das hat sich bei Familien damals natürlich rumgesprochen und deshalb wurde so ein Espace verschlissen und verschlissen und verschlissen und nicht aufgehoben. Dieser hier hat in einem fast perfekten Zustand überlebt, nicht ganz perfekt. Es gibt eine zarte Patina und man sieht auch an den unterschiedlichen Stoffdesigns der Sitze, dass irgendwann von den Einzelsitzen ein paar verloren gegangen sind und später ersetzt worden sind. Das heißt, das Auto hat wirklich gelebt und lebt heute weiter im großen Fundus des PS-Speichers in Einbeck. Da gehört er auch hin, weil es wirklich ein Auto von musealer Qualität ist und eines, das von den kühnsten Träumen der 80er Jahre berichtet. Die ganze Welt fährt heute adipöse SUVs und der Renault Espace zeigt natürlich im direkten Vergleich, was für ein intelligentes und mutiges Konzept er in den 80er Jahren verfolgt hat. Das ist ganz toll. Also ich bin so ein bisschen schockverliebt, bringt aber nichts. Es gibt nur noch etwas mehr als 100 Stück in Deutschland. Deshalb, das Suchen lohnt sich, aber es braucht natürlich Geduld. Wie bei allen Autos auf der roten Liste, den großen Raritäten von heute, die damals an jeder Straßenecke standen. Wir bleiben dran, bleibt ihr auch dran. Wir sehen uns wieder. Bis bald.